Hallo liebe Car-System und Open Car Freunde. Damit begrüße ich euch wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Auch das heutige Thema wird wieder unser Umbau von diesem Unimog sein. Denn heute werde ich euch zeigen, wie wir jetzt den Antrieb, also meinen Fahrzeugantrieb, hier in den Unimog einbauen. Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie man hier die Lenkachse einbaut. In diesem Video zeige ich euch jetzt, wie man hier den Antrieb hier einbaut. Bevor wir jetzt hier einbauen können, mal so ein paar Basics. Ich sag mal, wir haben ja hier in dem Bereich, hier hinten, da war ja unsere zweite Achse hier hinten und war mit diesen Teilen gehalten. Na? Und das heißt, also mit diesem komischen Teil hier war das gehalten. Und das heißt, wenn wir jetzt hier unseren Antrieb einbauen wollen, haben wir es eigentlich relativ einfach. Wir müssen halt einfach nur gucken, dass wir auf die Höhe, auf diese Höhe hier kommen mit unserer Achse hier hinten. Und wenn wir den jetzt mal hier so drauflegen, dann sehen wir, ja, sagen wir, unseren Rahmen vom Fahrzeug ist natürlich ein bisschen breiter wie eigentlich unseren Antrieb. Heißt, wir müssen links und rechts was auffüttern. Und wir sehen, naja, der ganze Kram da hinten, der ist irgendwie im Weg. Ja, hier sieht man es jetzt relativ gut. Also wenn wir jetzt hier den Antrieb einbauen wollen, dann stehen uns natürlich diese ganzen Versteifungen hier irgendwo im Weg. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die ganzen Dinger hier, die ganzen Verstrebungen erstmal rauslösen, damit wir unseren Antrieb hier überhaupt einsetzen können. Dazu nehmen wir jetzt einfach hier erstmal so einen Seitenschneider und knipsen hier mal ein bisschen raus. Ja, wenn wir zum Beispiel nachher hier unseren Aufleger wieder draufsetzen wollen, da haben wir dann schon das erste Problem, dass wir nämlich hier vorne jetzt den Halter herausgelöst haben. Da müssen wir uns dann irgendwie was einfallen lassen, wie wir den anderweitig befestigen. Okay. Ist aber jetzt auch wichtig, sage ich mal, das hier hinten dürfen wir nicht rausschneiden, weil das sitzt da auch auf. Ansonsten können wir jetzt halt hier erstmal alles abknabbern. Bup. Muss man natürlich jetzt auch aufpassen, weil jedes Teil, das wir hier rausschneiden, desto instabiler wird jetzt hier auch mein Rahmen. Ne? Und dann gucke ich dann halte ich als mal das Teil hin, um einfach mal zu gucken, wie weit sind wir schon, was muss noch raus. Also ich sehe schon die dicke Strebe hier. Also die dicke Strebe hier, das war eigentlich mal da die Halterung von unseren Dingern, die muss auch noch leider Gottes ja, vollständig heraus. So. Somit haben wir jetzt eigentlich fast alles da unten rausgetrennt, was rauszutrennen geht. Ne? So, als nächstes, jetzt sieht man ja hier, sag ich mal, hier sind überall noch so Restzapfen dran. Ja, vom Rausschneiden, die sind natürlich auch nicht gerade schön anzusehen, beziehungsweise, ja, wenn ich jetzt den hier einbauen will, den Motor, und ich da was auffüttern will, ja, dann brauche ich neben mir saubere Klebeflächen. Und das ist momentan einfach nicht gegeben. Deshalb alles schön sauber wegmachen. Vorsichtig, immer ganz vorsichtig machen das Ganze. Weil wir haben jetzt halt auch das Modell, sage ich mal, als erstes Mal instabilisiert. Und jetzt sieht man halt auch, warum ich am Anfang gesagt habe, macht so gut wie es geht alles ab, was ihr nicht braucht. Weil das wird euch jetzt nur im Weg sein. Das ist euch nur im Weg. Zum Schluss kann man dann auch noch mal so eine kleine Feile hier nehmen und kann einfach noch mal hier neben alles plan feilen, wenn noch irgendwie ein kleiner Rest wäre.
So. Jetzt sieht es alles ganz sauber hier neben aus. Jetzt können wir natürlich auch mal hergehen. Jetzt können wir erstmal den Antrieb hier reinlegen. Dann sehen wir, so ganz funktioniert es noch nicht, weil wir stoßen quasi hier vorne noch an. An der Stelle hier. Da stoßen wir noch an. Heißt also, wir müssen hier auch noch ein kleines bisschen was wegmachen. Was mache ich das am besten? Ich will da eigentlich nicht mit der Maschine ran. Also so ein Bastelmesser ist da also auch ganz gut. Ich glaube, da geht das ganz gut mit dem Teil hier jetzt. Man muss halt immer bei so Sachen, wenn man das jetzt macht, immer wieder aufpassen, dass man nicht irgendwo aus Versehen zu fest drückt und dann das Modell kaputt macht, weil ihr seht halt, das ist jetzt schon ziemlich instabil. Ja, und da ist halt wirklich, da muss man wirklich ganz vorsichtig arbeiten. Ja, weil schnell ist halt einfach mal, deshalb mache ich das auch ungern mit so einer Maschine. Weil würde ich jetzt hier irgendwie mit dem Fräser so reingehen und bleibt irgendwo hängen, ich verreiß mir sofort, sag ich mal, das Modell. Deshalb mache ich das wirklich alles am liebsten mit so einem kleinen Messer. Da habe ich einfach mehr Kontrolle. So, schauen wir mal. Das sieht schon nicht schlecht aus. Vielleicht noch ein kleines bisschen. Da ist noch ein kleines bisschen hier. So. Jetzt sieht es gut aus. Und wir haben unsere Löcher da oben noch behalten. Das ist auch gut. So. Jetzt müssen wir halt einfach mal gucken, was haben wir hier eigentlich für eine Breite im Chassis. Hätte ich auch, muss ich zugeben, hätte ich auch vorher gucken können. Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt mache ich es halt im Nachgang. Und was jetzt halt auch wichtig ist, ich kann jetzt nicht hier messen, weil da passiert gleich das hier. Ja, da kann ich das Ding jetzt auseinanderschieben. Das bringt mir jetzt relativ wenig. Deshalb gehe ich her und messe hier vorne, wo es noch komplett zusammen ist. Und da sehen wir, wir haben 8,3. Jetzt kann man vorsichtig nochmal da hinten messen, ob das Chassis zufälligerweise irgendwie größer wird. Da messe ich jetzt 8,6. Ne, 8,3 passt. So, wir haben 8,3 und unser Antrieb hier, der hat eigentlich 6 mm. Heißt also, wir haben 2,3 mm zu wenig. Oder, ja, wie man sagt, wie man sieht, entweder habe ich hier 2,3 mm zu viel oder hier 2,3 mm zu wenig. Daher werde ich jetzt hergehen. Ich habe jetzt hier mal so 1 mm starken Kunststoff, Polystyrol-Kunststoff. Und da werde ich jetzt einfach mal hier neben drauf solche Polystyrolstreifen draufkleben. Auf den Motor links und rechts. Und werde mir das mal angucken, wie es dann aussieht. Ob ich dann, sage ich mal, hier schon besser reinkomme. Beziehungsweise würde es sogar gehen, wenn ich mache das anders da. Ich klebe den Kunststoff hier neben rein. Das ist sogar noch besser. Dann machen wir einfach mal hier solche Streifen hier ab. Dann nehme ich etwas Plastikkleber. Ja, da brauche ich ja keinen Sekundenkleber, weil Polystyrol kann ich sehr gut mit Plastikkleber kleben. So, dann machen wir daneben mal ein bisschen Plastikkleber drauf und kleben mal hier so einen Streifen Polystyrol an. Ihr könnt natürlich auch, sag ich mal, wenn ihr es habt, könnt ihr auch schwarzen nehmen, schwarzen Polystyrol oder den später schwarz anstreichen, je nachdem, wie es dem einen oder anderen halt besser gefällt. Ja, wenn man halt sagt, okay, ich gucke jetzt hier neben rein und sehe hier ein bisschen weiß schimmern, dann streiche ich es halt einfach schwarz an. Ne? So, die andere Seite auch so reingelegt. Und dann kann ich halt einfach mal gucken, wie gut passt eigentlich mein Antrieb jetzt hier schon rein.
Ja, ich will natürlich hier das nicht zusammendrücken, wenn ich den Antrieb einbaue, sondern der soll hier sauber reinpassen. Und da sehe ich, ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Es fehlt mir allerdings hier hinten noch ein bisschen die Aussparung. Ich komme noch nicht ganz vor. Okay. Heißt also, ich muss hier noch ein bisschen weg. Und das Geile ist jetzt hier bei dem Fahrzeug, da ich ja hier die Lagerungen habe, wo die Achse früher war, jetzt kann ich den einfach hier so reinlegen. Ja? Ich habe automatisch meine Höhenpositionierung, muss da eigentlich mir gar keine Gedanken drüber machen. Das ist bei so Autos hier schon ein bisschen was anderes als. So. Wisst ihr was? Das sieht schon gut aus. Den ganz schmalen Spalt, den ich hier noch habe, den kann ich hier einfach so zusammendrücken dann. Da passiert gar nichts. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass es sauber drin liegt. Mittig, also die sollte jetzt hier schon mittig liegen von den beiden Teilen. Das tut sie noch nicht ganz. Da ist immer noch ein kleines bisschen zu viel hier. Jetzt sind wir auch schon so weit, dass wir hier den Motor, den Antrieb besser gesagt, einbauen können. Ich werde es jetzt so machen, dass ich quasi hier den Antrieb reinlege, mir den dann einstelle und den erstmal links und rechts mit einem Tropfen Sekundenkleber einfach mal nur fixiere. Ja, also ich mache mir natürlich wieder einen Tropfen von diesem Sekundenkleber hier. Mache ich mir wieder hier auf mein Blättchen drauf und gehe dann mit dem Schraubenzieher hier rein und tue den einfach mal hier neben reinlaufen lassen. Dass das erstmal nur fixiert ist, dass es immer noch, sage ich mal, ein bisschen schieben kann und gucke jetzt, dass quasi mein Antrieb hier gerade drin sitzt. So, schauen wir mal. Das sieht gut aus soweit. Und dann gehen wir auf der anderen Seite her und tun das auch erstmal fixieren nur. Einfach nur einen Tropfen drauf zum Fixieren. So, und dann drücken wir es mal ein bisschen zusammen. Und schon sitzt mein Antrieb drin. Machen wir hier noch ein bisschen Sekundenkleber hin. Das läuft dann auch, das zieht sich quasi auch so ein bisschen in die Fuge dann rein. So. Dann kann man das Ganze von hier oben auch noch ein bisschen hier fixieren. Auch hier so ein bisschen was hinmachen. Also alle Kontaktflächen eigentlich so ein bisschen einstreichen mit Sekundenkleber. So. Somit hat sich jetzt auch quasi unseren Antrieb wieder ein bisschen stabilisiert. Durch das, dass wir hier unsere Antriebseinheit reingebaut haben. Ja. Und schon ist unsere Antriebseinheit drin. Ist natürlich bei so einem Modell hier jetzt, ist es natürlich wirklich wunderbar einfach zu machen. Ich meine, klar, es gibt Modelle, da ist das alles ein bisschen komplizierter, weil je kleiner, sage ich mal, die Modelle werden, desto komplizierter wird das halt hier auch. Ne? So. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere Achsen hier drauf machen. Und jetzt habe ich schon die Befürchtung, dass meine Achse hier ein bisschen zu breit ist. Das kann ich jetzt einfach mal gucken, indem ich die Originalachse nehme von vorne, die sind ja identisch, und hebe die einfach mal hier drüber. Und dann sehe ich schon, die ist natürlich viel zu breit. Wenn ich jetzt hier mal messe, kann ich auch natürlich
mit dem Messschieber messen. Da haben wir 22 mm und die Achse von meinem Antrieb hier, die hat 24 mm. Hervorragend. Und das Ganze wahrscheinlich auch noch asymmetrisch. Geil. Heißt also, ich muss jetzt erstmal noch meine Achse kürzen. Um die zu kürzen, nehme ich hier jetzt so eine normale Trennscheibe, mache die wieder in meinen Mini-Drill rein. Und hier können wir natürlich jetzt haben wir natürlich Stahl. Hier können wir natürlich jetzt dann richtig Gas geben von der Drehzahl her. Und jetzt halt noch was. Ich gehe jetzt natürlich nicht her und tue quasi das einfach so machen, weil wenn ich das hier so direkt mache, ja, dann tue ich die ganze Kraft, die jetzt quasi hier die Trennscheibe erzeugt, die tue ich jetzt quasi auf meinen Antrieb übertragen. Und das muss einfach nicht sein. Ja, das ist eine Belastung für den Antrieb, die nicht unbedingt sein muss. Deshalb nehme ich auch wieder eine Zange und hebe jetzt quasi die Welle hier mit der Zange fest. Und damit übertrage ich einfach, dadurch ist mein Antrieb einfach entlastet. Ja? Und jetzt kann ich hier neben quasi mit der Trennscheibe hier meine Welle herunterschleifen. Ja. Das Einzige, wo ich mal kurz das wegnehme, ist, wenn ich die Welle hier vorne quasi so ein bisschen abrunde, ein bisschen abbreche. So, und dann können wir auch schon unser Rad drauf machen. Da geht jetzt wieder der Reifen runter. So. Und auch wenn ich jetzt den Reifen drauf drücke, ja, also ich versuche da immer so viel wie möglich, sage ich mal, Druck von meinem Antrieb runterzunehmen. Ja, nicht weil das nicht aushält, aber einfach, das muss einfach nicht sein. Ja, ich muss nicht unbedingt jetzt hier drücken wie ein Weltmeister und die ganze Kraft geht hier auf mein Zahnrad oder auf meine Kugellager. Ja, das ist einfach was einfach nicht sein muss. Ja, schleifen wir sie hier noch runter. Und schon ist unser Antrieb drin. Also wenn ich mir das Modell jetzt hier mal von der Seite angucke, muss ich sagen, sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, muss ich jetzt sagen. Als letztes machen wir natürlich noch wieder unsere Radkästen bzw. Radschutzbleche drüber. Problem ist natürlich jetzt, wir haben hier ja alles schon rausgefräst. Problem ist natürlich, wir haben ja hier alles schon rausgefräst jetzt, ne? Und da, wo sie früher fest waren, ja, da haben wir jetzt nichts mehr, ne? Zum Festmachen. Heißt also, wir müssen uns da jetzt irgendwas Neues einfallen lassen. Deshalb schneiden wir sie erstmal hier hinten ab. Beziehungsweise ich habe erstmal hier unten die Bobbles, weil die sind mir eh im Weg. Und jetzt kappe ich die einfach mal hier neben links und rechts ab. Und jetzt müssen wir die irgendwie so einsetzen. Das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Plastikkleber. Und machen einfach mal hier einen Tropfen Plastikkleber drauf. Legen diesen Radkasten hier drüber. Dann nehme ich meistens so das Messer, ja, und drücke den einfach mal hier hinten ein bisschen an. Ja. Jetzt kann man den auch hier noch ein bisschen ausrichten, weil meistens passen die dann von der Position her noch nicht so ganz. Dass es halt einfach gut aussieht. Hier und hier ein Tropfen Plastikkleber drauf und einfach reingesetzt. Passt noch nicht ganz. Tun wir halt hier noch ein bisschen was wegfeilen. Also ihr seht, ich gehe meistens her und benutze nur eine Maschine, wenn es gar nicht anders da geht.
bei so einem Umbau. Ja. Jetzt ist halt auch wichtig, dass die Teile hier trocknen. Ja. Also ihr könnt jetzt eigentlich nichts weitermachen. Das Fahrzeug muss jetzt einfach mal stehen bleiben, damit quasi die Teile hier trocknen. Weil wenn ich jetzt hier gleich weitermachen würde, dann würde ich das da wieder dran kommen, das wird sich wieder bewegen, das wird einfach nicht fest. Deshalb einfach mal ein paar Stunden oder am besten einen Tag stehen lassen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich diesen Schalter hier eingebaut habe, was ich mir da so für ein System ausgedacht habe, und ich zeige euch auch noch, wie ich diese Pritsche hier, wie ich die hier jetzt wieder auf dem oder wie ich das wieder hingebracht habe, dass die auf dem Fahrzeug wieder montiert werden kann. Ist nämlich auch relativ spannend, weil das war gar nicht ganz so einfach. Ansonsten hoffe ich auch, dass dieses Mal das Video euch wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne wieder einen Daumen nach oben da. Und ganz wichtig ist auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert bitte ganz schnell meinen Kanal und aktiviert am allerbesten auch gleich die Glocke, denn dann könnt ihr sicher gehen, dass ihr kein Video von mir verpasst. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.